Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Auf mehrfachen Wunsch möchte ich heute dieses Video machen, und zwar geht es da um das Thema die Förderhöhe und dann dazu passend die Förderleistung von Propellerpumpen. Ich habe ja schon ein Video veröffentlicht, hier von dieser Propellerpumpe, von dieser MP50 M3, die von der Firma Marine Aqua Luxemburg auf den Markt gekommen ist, neu. Ja, und das Video hat auch bei euch einen sehr großen Anklang gefunden, möchte ich mal sagen. Also sehr viele Aufrufe bis jetzt. Dafür schon einmal danke. Und auch die Nachfrage bzw. das Interesse an der Pumpe ist enorm. Häufig ist die Frage jetzt dann aufgetaucht, ja, wie sieht es denn aus, wenn das ganze Wasser höher gefördert werden soll? Das möchte ich heute wieder herausfinden. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen, mein berühmter Maurerkübel mit 90 Liter Inhalt steht schon bereit. Ich werde die Pumpe jetzt wieder auf meinem Versuchsaufbau einbauen, werde dann verschiedene Förderhöhen durchnehmen und dann am Ende ein Fazit geben. Wie gesagt, ich weiß selbst nicht, was dabei rauskommt. Das ist heute das erste Mal, dass ich das probiere. Dementsprechend kann ich euch dann im Vorfeld jetzt auch noch keine Ergebnisse mitteilen. Aber wie gesagt, es wird spannend. Ich werde die Pumpe jetzt verbauen, werde mir dann die Sekunden stoppen und anhand der Zeit und den Litern vom Volumen des Maurerkübels hochrechnen, was die Pumpe bei den entsprechenden Förderhöhen an Förderleistung schafft. Ich habe mir das Ganze so vorgestellt, ich werde das Ganze bei Maximalleistung laufen lassen. Die Maximalleistung dieser Pumpe liegt ungefähr bei 160 Watt. Und also wir werden immer mit 100% diese verschiedenen Stufen durchfahren, einfach um zu schauen, was bei voller Leistung an Förderhöhe noch geht. Ja, den ersten Testaufbau habe ich durchgeführt. Ihr seht hier meine Pumpe montiert, sie läuft jetzt auf 100% bei 159 Watt Stromverbrauch. Sie hat eine Förderhöhe von ziemlich genau 25 cm bis zur Oberkante Rohrauslauf. Ja, und jetzt werden wir wie gewohnt mit einem 90 Liter Mörtelkübel versuchen herauszufinden, wie lange es dauert, bis dieser gefüllt wird. Und anhand der Zeit und dem Volumen des Kübels können wir dann hochrechnen, was die Pumpe fördert. Ich gebe dazu wieder das Startsignal, wenn ich damit beginne. Wir starten jetzt. Stopp, Wanne ist voll. Das war jetzt genau die Zeit, die es gebraucht hat, um die Wanne zu füllen. Wie gesagt, es waren jetzt 25 cm Förderhöhe. Muss man das dann selbst anschauen, wie lang das jetzt dann tatsächlich war. Aber ich werde natürlich diese Daten dann nachliefern. Jetzt werde ich einmal hergehen und die Pumpe umbauen auf die nächste Förderhöhe, und zwar 50 cm. Und dann schauen wir, was da rauskommt bei 50 cm. Ja, Förderhöhe Stufe 2 habe ich jetzt aufgebaut. Das sind 50 cm Förderhöhe. Ihr kennt das, das ist ein sogenannter Gliederstock. 20 cm hat ein Element, das bis hierher wären es 2,5 Elemente. Ich hoffe, ihr könnt das sehen am Video. Ich werde euch das zeigen. Also hier ist die Oberkante vom Rohr bei 50 cm. Das heißt, da wird nicht gemogelt, nicht geschummelt, sondern genau so eingestellt und aufgebaut, dass das auch einen Sinn macht und vor allem, dass mit ihr das auch nachvollziehen könnt. Wie gesagt, unsere übliche Messwanne, der Kübel zum Befüllen, der 90 Liter Kübel zum Auffüllen. Wir werden das Ganze jetzt starten und warten, wie lange es dauert, bis das voll ist. Und für eine Propellerpumpe kommt da bei 50 cm noch massiv Wasser raus. Das ist unvorstellbar. Der Kübel ist jetzt voll. Also ich bin da mehr als begeistert, was diese Pumpe hier leistet. Das Ganze nach wie vor bei genau 160 Watt. Also wir haben auch keine Abweichung vom Strom, dass die jetzt da plötzlich deutlich mehr brauchen würde. Also wirklich perfekt. Ich werde euch das jetzt kurz zeigen. Ich nehme die Kamera mal kurz noch auf die Hand, damit ihr euch das anschauen könnt selbst, euch davon überzeugen könnt. Aber wie gesagt, es ist schon
unglaublich, was diese Pumpe hier an Wasser schiebt. Ja, dann kommen wir zum dritten Aufbau. 75 cm. Bin gespannt, ob da überhaupt noch was funktioniert. Ob da die Pumpe immer noch Wasser fördern kann. Ja, ich habe jetzt 75 cm Förderhöhe bei dieser Pumpe aufgebaut. Nach wie vor maximale Leistung bei 160 Watt. Laut Strommessgerät 159 Watt. Ihr seht, da kommt immer noch ordentlich Wasser raus. Für mich, ich weiß ja nicht, was das für Pumpe ist, aber absolut unglaublich, dass die 75 cm hier hochdrückt und das als Propellerpumpe. Und auch hier wollen wir natürlich wissen, was schafft diese Pumpe noch an Menge. Das werden wir wieder testen mit unserem guten alten Maurerkübel. Und zwar starten wir jetzt. So, die Wanne ist voll. Also auch hier wieder, ich muss ehrlich sagen, ich bin total verblüfft, um nicht zu sagen, ich bin schon fast sprachlos. Also das hätte ich mir jetzt selbst nicht gedacht, dass bei dieser Förderhöhe überhaupt noch was rauskommt. Aber ich will euch das jetzt selbst zeigen. Und zwar schwarz auf weiß, beziehungsweise in Farbe mit Ton und Bild, dass ihr euch das einmal aus der Nähe ansehen könnt, weil es einfach unglaublich ist. Also hier ist die Propellerpumpe eingebaut, ihr seht es, das gute blaue Stück mit dem roten Motor. Hier haben wir unglaubliche 75 cm Förderhöhe und hier habe ich mein Strommessgerät, das 160 Watt anzeigt. Auch der Controller läuft auf 160 Watt, aber das ist etwas schwieriger zum Lesen. Aber noch einmal, wie gesagt, 75 cm und da kommt immer noch so viel Wasser raus. Ich werde jetzt versuchen, das Ganze noch weiter zu steigern auf 1 Meter Förderhöhe. Dann ist mein Rohr zu Ende. Ich muss mal schauen, ob das überhaupt noch funktioniert, 1 Meter. Ich denke, dass da das Rohr zu kurz ist. Vielleicht hole ich ein anderes Rohr, ein längeres Rohrstück, um das noch zu testen. Aber wie gesagt, ich bin echt sprachlos. Absolut. Ja, ich denke, ihr könnt sehen, unsere Pumpe kommt an ihre Leistungsgrenzen. Trotzdem ist es verblüffend, dass wir hier bei 1 Meter Förderhöhe immer noch einen Durchfluss zusammenbekommen. Also hier kann die Propellerpumpe sogar noch 1 Meter hoch pumpen und das Ganze aktuell bei 158 Watt laut Strommessgerät. Und jetzt schauen wir mal, was das hier noch an Wassermenge ist. Aber ich denke, hier sind wir schon deutlich unter 10.000 Liter, aber trotzdem für eine Propellerpumpe beachtlich. Ich starte jetzt. Wie ihr seht, habe ich hier jetzt auch das Rohr getauscht, also ich habe ein längeres Rohr verwenden müssen, einfach um hier diese Förderhöhe über Wasser zu bekommen. Denn eins ist klar, wenn saugseitig Luft eingesaugt wird bei der Pumpe, dann bricht die Leistung massiv ein. Das heißt, wenn ich die Pumpe zu nah an der Wasseroberfläche montiere, dass sich da zum Beispiel so ein Strudel entsteht, der mir Luft einsaugt, dann verringert das die Durchflussleistung jeder Pumpe, egal ob jetzt Propellerpumpe oder ob das eine andere Pumpe ist, enorm. Das können sicher all jene bestätigen, die zum Beispiel Sauerstoff saugseitig bei der Pumpe einspeisen, um das Ganze sozusagen als Sauerstoffmischer zu verwenden. Das verringert jede Durchflussleistung von jeder Pumpe, ganz egal wie das ist. Auch wenn das ein sehr billiges und effektives Mittel ist, um zum Beispiel reinen Sauerstoff effektiv ins Wasser einzumischen. So, die Wanne füllt sich schon langsam, aber ein paar Liter haben noch Platz. Bin ich gespannt, was da noch bei 1 Meter rauskommt. Aber wie gesagt, das sind schon deutlich unter 10.000 Liter. Aber schauen wir mal.
die Wanne ist wieder voll. Das heißt, jetzt haben wir unseren Messpunkt für 1 Meter Förderhöhe. Aber für diese Förderhöhe ist diese Pumpe definitiv nicht konzipiert, auch nicht gebaut. Trotzdem war es ein interessanter Test, einfach um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert, ob es geht. Was ich jetzt machen möchte, und das hoffe ich, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, in dem Video gleich. Ich werde jetzt schön langsam die Pumpe immer tiefer ins Wasser eintauchen und ich hoffe, ihr könnt dann gut erkennen am Auslauf, was das an Förderleistung bedeutet. Und ich denke, das zeigt dann auch sehr eindrucksvoll, wofür diese Pumpen ursprünglich gedacht sind oder wofür diese Pumpen gebaut sind, nämlich geringe Förderhöhen bei maximaler Durchflussleistung zu erreichen. Und ich hoffe, dass ich das euch im Video auch gut und schön rüberbringen kann, aber das wird sich jetzt gleich zeigen. So ein wenig hat sich schon getan, alleine bei ein paar Zentimetern. Ich werde jetzt die Pumpe schön langsam immer tiefer eintauchen und dann schauen wir, wie sich das auf den Wasserdurchsatz auswirkt. Und ich denke, ihr gebt mir recht, dass man das sehr schön sieht, wie gut oder wie stark sich hier der Wasserdurchsatz verändert. Schon langsam fühlt sich das 110er Rohr vollständig beim Auslauf. Schauen, wie tief ich mit dem Rohr eintauchen kann. Beziehungsweise, wenn ich am Kabel stehe, geht es nicht mehr weiter runter. Und es wird mehr und mehr und mehr und mehr. Das Ganze jetzt bei 160 Watt und circa, ja, was werden das sein, 30 cm Förderhöhe. Ich gehe da jetzt nochmal näher ran, dass ihr das gut sehen könnt. Dass hier diese Pumpe fördert, wie hier das Wasser rausschießt. Auch nochmal kurz aufs Strommessgerät, 160 Watt, Controller sagt ebenfalls 160 Watt. Meiner Meinung nach schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich werde jetzt die Messergebnisse noch kurz zusammenfassen und melde mich dann gleich wieder. Ja, kommen wir zum Ergebnis dieses Versuchsaufbaus, der wieder sehr spannend war, und zwar, wie hoch kann eine Propellerpumpe denn überhaupt pumpen, beziehungsweise wie hoch kann diese Propellerpumpe, die ich hier habe, pumpen. Und meine Ergebnisse, ihr könnt sie gerne im Video nochmal nachkontrollieren, aber ungefähr müssten sie stimmen. Bei 25 cm Förderhöhe haben wir ca. 10 Sekunden gebraucht, um diesen 90 Liter Kübel zu füllen, was dann einer Fördermenge von 32.400 Liter entspricht. Bei der doppelten Förderhöhe, also bei den 50 cm, sind immerhin noch 24.900 Liter rausgekommen, also fast 25.000 Liter. Da bricht die Leistung noch gar nicht so stark ein. Bei 75 cm merkt man es natürlich dann schon erheblich, da kommen noch 14.700 Liter raus, aber immerhin für 75 cm und einer Propellerpumpe finde ich das gar nicht so schlecht, vor allem wenn man daran denken, wir setzen dafür 160 Watt ein. Ja, und zum Schluss, bei 1 Meter, da tut sich nicht mehr viel. Ich habe gesagt unter 10.000 Liter, es ist deutlich unter 10.000 Liter. Wir haben 105 Sekunden gebraucht, also fast 2 Minuten, das heißt 3.000 Liter habe ich mir ausgerechnet, was da dann noch die Pumpe fördert. Aber wie gesagt, es ist eine Propellerpumpe, keine Druckpumpe, für Förderhöhen größer, sage ich mal 50 cm, definitiv ungeeignet. Bis 50 cm bin ich eigentlich mit dem Ergebnis
sehr zufrieden, bin positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also das ist wirklich sehr gut. Was vielleicht den einen oder anderen auch noch interessiert hat, ist einmal, wie ist denn die Abmessung der Pumpe? Nun, die Pumpenlänge selber, also von hier, von Saugseite bis zum Deckel des Motors haben wir 47 cm, in der Breite haben wir 14 cm und hier dieses T-Stück in der Höhe, wenn man es so nennen will, hätten wir 22 cm. Das Kabel hier, das zum Controller geht, zu dieser Regeleinheit, ist etwas mehr wie 5 Meter lang und dann vom Controller zur Steckdose ist ebenfalls das Kabel dann nochmal circa 1,3 Meter lang, also gut 1 Meter kann man sagen. An und für sich, wie gesagt, ist es meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein Top-Produkt. Ich muss natürlich dazu sagen, all die ermittelten Daten und Werte habe ich hier mit dieser Pumpe ermittelt, die ich von SEM bekommen habe. Es mag sein, dass die Messergebnisse bei dir anders aussehen, dass es da eine Abweichung gibt. Wie gesagt, darauf habe ich keinen Einfluss, das kann ich auch nicht kontrollieren. Grundsätzlich macht die Pumpe einen sehr guten Eindruck, auch wenn sie jetzt kein Oase-Produkt ist oder kein High-Feel-Produkt ist, aber da sprechen wir von einem 4- bis 5-fachen Preis und irgendwo muss man natürlich Abstriche machen. Eine Frage, die auch aufgetaucht ist, wie sieht es denn mit der Haltbarkeit aus? Auch hier kann ich dazu nichts sagen. Ich muss selbst die Pumpe erst testen, muss sie selbst einbauen. In 1-2 Jahren kann ich dann sagen, ja, die Pumpe hat gut gehalten, es war ihr Geld wert. Oder man muss das Fazit ziehen, leider war es nichts. Aber wie gesagt, das wird sich erst in Zukunft zeigen. Zudem ist das Produkt noch zu wenig lange am Markt. Was mir gefällt, und das habe ich auch in vielen Kommentaren bereits geschrieben, die Technik, die hier verbaut ist im Prinzip eine altbewährte Technik. Denn diese Propellerführung mit diesem gelagerten Propeller, der ist hier vorne noch einmal gelagert, der ist geführt, dann ist einfach eine Edelstahlwelle, die direkt am Motor angeschlossen ist. Das ist eigentlich ein sehr, simples Prinzip, ein sehr einfaches Prinzip und dem es nicht viel zu rütteln gibt, nicht viel zu schütteln. Die Ausführung finde ich sehr gelungen. Es ist zweckmäßig und vor allem es ist extrem effektiv. Was noch eine Frage war, die aufgetaucht ist, jetzt muss ich überlegen, jetzt ist sie mir entfallen, ist weggerutscht. Ah ja, genau, ob diese Pumpe salzverträglich ist, das kann ich leider nicht beantworten. Also es sind hochwertige Materialien verbaut, wie gesagt, die Welle ist aus Edelstahl, die Schrauben sind aus Edelstahl, aber ob sie jetzt dann wirklich für den dauerhaften Einsatz in der Meerwasseraquaristik zum Beispiel zu verwenden ist, das kann ich nicht sagen. Hallo, grüß euch. Ja, ein Thema vielleicht noch. Die Pumpe kann sowohl getaucht als auch trocken aufgestellt werden. Auch das möchte ich erwähnen. Wie gesagt, die Hersteller selbst haben mir ein Bild geschickt. Da ist die Pumpe direkt am Trommelfilter angeschlossen, trocken aufgestellt und fördert dann das Wasser zurück bei ihm in den Swimmingpool. Also auch das ist getestet und funktioniert. Und vielleicht noch ein Wort zur Vorsicht. Die Pumpe muss waagrecht eingebaut werden. Sie kann nicht senkrecht, also nicht so montiert werden. Da übernimmt der Hersteller keine Garantie. Das möchte ich hier noch einmal extra erwähnen. Also immer diese Pumpe waagrecht verwenden. Ja, und eine Frage, die in den letzten Kommentaren noch aufgetaucht ist, das ist wohl selbstredend meiner Meinung nach. Wenn ich diese Pumpe jetzt direkt im Teich einbaue, dann brauche ich natürlich hier saugseitig einen Schmutzkorb, denn sonst würde es mir hier Kleingetier oder sogar Fische anziehen oder reinziehen und das möchten wir natürlich tunlichst vermeiden. Also wenn die Pumpe jetzt nicht irgendwo im Filter oder am Ende der Filteranlage zum Einsatz kommt, dann bitte unbedingt da vorne einen Schutzkorb montieren. Ja, so viel zum heutigen Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, es sind einige offen gebliebene Fragen beantwortet worden. In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Euer Roland O.